Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videoexperiment auf YouTube, bei dem ich versuchen werde, 30 Tage lang durchgehend einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Regeln, die ich mir dazu gesetzt habe, sind simpel. 23 Stunden täglich trage ich einen Mund- und Nasenschutz, also auch während dem Schlafen, und bis zu einer Stunde am Tag darf ich ihn wieder ausziehen, um duschen, Zähne putzen und essen zu können. Ich möchte in Erfahrung bringen, was für Auswirkungen das Ganze auf meine Haut, meine Psyche und das allgemeine Wohlbefinden haben wird. Und da ich kein Fan von langen Einleitungen bin, starten wir heute das Experiment mit meiner Lieblingsmaske von Adidas. Ich bin Kasüla, das ist mein Corona-Haarschnitt, legen wir los. Zur Vorbereitung des Experiments beschaffte ich mir 10 unterschiedliche Masken, einen Blutoximeter und eine Smartwatch, die die maximale Sauerstoffaufnahme während dem Sport bestimmen konnte. So habe ich eine Woche vor dem Experiment damit begonnen, regelmäßig joggen zu gehen, um hier meine Startwerte zu bestimmen, um später einen Vergleich feststellen zu können. Außerdem habe ich damit angefangen, regelmäßig meinen Blutsauerstoffgehalt mit dem Blutoximeter zu tracken. Die Zahlen werden wahrscheinlich nicht zu 100% medizinisch korrekt sein, doch sollten sie genügen, um einen Unterschied im Laufe des Experiments feststellen zu können. Da ich keine ungeheure Summe für ein Gerät zahlen konnte, welches das Lungenvolumen misst, habe ich dazu 3 Lifehacks aus dem Internet benutzt. Erstens nahm ich einen Luftballon und versuchte ihn mit einem Atemzug so groß aufzupusten, wie es nur ging. Zweitens stellte ich eine Kerze in einer bestimmten Entfernung von meinem Kopf weg und versuchte diese auszupusten. Je weiter weg, desto besser, logisch. Drittens nahm ich 4 1,5 Liter Flaschen und füllte diese zusammen mit einem kleinen Becken mit Wasser. Dann schnitt ich einen Motorrad-Benzinschlauch in 3 kleinere Schläuche und setzte sie in die befüllten Flaschen. Wenn man die Flaschen im Kopf über ins Becken steckt und in den Schlauch reinpustet, werden die Flaschen mit Luft gefüllt und das Wasser fließt ab. Die Aufgabe war es nun, mit einem Atemzug so viele Flaschen zu leeren wie nur möglich. Diese Lungentests werde ich wöchentlich im Laufe des Experiments wiederholen. Die ersten 24 Stunden mit dieser Maske sind bewältigt und ich muss sagen, die größte Schwierigkeit für mich war es, mich mit dem Gedanken abzufinden, dass ich ab jetzt jeden Tag, den ganzen Tag lang, so ein Ding tragen muss. Bereits kurz nach dem Aufsetzen dieser Maske gestern habe ich mich gefragt, was für ein Vollidiot ich eigentlich bin und wieso ich so ein Experiment überhaupt mache. Doch gegen Abend wurde das Gefühl wieder besser und bis auf 2 Kleinigkeiten verlief der Tag problemlos. Erstens hat es nach einer Stunde angefangen, teilweise heftig zu kratzen unter der Maske an und das Kratzen ging auch nie vollständig weg, sondern kommt immer wieder ab und zu teilweise heftig vor. Und das zweite Problem sind die Schlaufen in den Ohren. Hier haben mir die Ohren schon nach 3 Stunden wehgetan. Aber so schlau wie ich bin, habe ich mich im Vorfeld um die Lösung des Problems schon gekümmert und habe mir so ein Ding besorgt, was die Ohren entlasten soll. Und da ich glaube, dass das mein wichtigster Begleiter im Laufe des Experiments sein wird, habe ich ihm einen Namen gegeben. Ich nenne ihn Help-Ear, weil er den Ohren hilft, sie zu entlasten. Versteht ihr? Nicht mein bester Witz. Aber worüber ich mich im Vorfeld nicht gekümmert habe, war das Trinken gewesen. Also wurde hier eine neue Ausnahme geboren und ich darf kurz die Maske runterziehen, um trinken zu dürfen. In der Nacht wurde es wieder ein bisschen problematischer, weil man erst im Schlaf merkt, wie wenig Luft man durch den Mund- und Nasenschutz bekommt. Aber auch das hat ohne größere Probleme geklappt und ich lebe noch, ich bin nicht gestorben, also alles gut. Die ersten 7 Tage waren schnell vorüber. Am 3. Tag fiel mir auf, dass mein Appetit, dadurch, dass ich kaum irgendwelche Gerüche wahrnahm, geringer wurde. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wärt ihr krank und die Nase wäre zu. Mir ist auch aufgefallen, dass mein Freund Help-Ear nicht immer weiß, was das Beste für mich ist. Sobald ich ihn anziehe, und ich kann ihn nur um meinen Hals herum anziehen, weil mein Kopf etwas zu groß ist, führte dazu, dass die Ohren zwar entlastet werden, aber ein stärkerer Druck auf der Nase entsteht. Allgemein ist mir aufgefallen, dass die große Herausforderung bei diesem Experiment nicht die geringere Atemluft ist, sondern der ständige Druck auf die Nase oder die Ohren. Ich muss ständig zwischen Help-Ear und meinen Ohren wechseln, damit es ertragbar bleibt. Ab dem 5. Tag gewöhnte ich mich so sehr an die wenige Luft, die ich ständig bekam,
dass es für mich komisch wurde, die Maske zum Essen oder Duschen auszuziehen. Ich hatte das Gefühl, mehr Luft als nötig zu bekommen. In der Nacht war die Maske immer noch deutlich zu merken und es war unangenehm, aber es wurde stetig besser. Beim Joggen hatte ich in der ersten Woche keine Probleme und ich konnte mich sogar verbessern. Der Mund- und Nasenschutz wird immer mehr zur Routine und fällt nur noch ab und zu durch seinen Druck auf die Nase oder die Ohren auf. Die erste Hälfte des Experiments ist geschafft. Seit einer Woche habe ich keine größeren Probleme mehr mit den Mund- und Nasenschutzmasken erlebt. Mit der geringeren Luftzufuhr komme ich mittlerweile sehr gut zurecht. Auch beim Schlafen bekomme ich genug Luft. Es ist sogar so, dass wenn mir im Schlaf die Maske mal runterrutscht, ich davon wach werde, um sie mir wieder anzuziehen, weil ich merke, wie mir auf einmal viel zu viel Luft reinkommt. Es ist ein ganz komisches Gefühl und ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder verschwindet, sobald ich mein Experiment beendet habe. Beim Sport merke ich die Luftreduktion noch deutlich. Da ist es so, dass wenn ich mein Limit erreicht habe oder fertig mit dem Training bin, dann sehnt es mich danach, die Maske runterzureißen. Und vor allem ist die dann komplett nass, wenn ich zum Beispiel joggen war. Und es dauert dann etwas, bis ich wieder daheim bin, um sie wechseln zu können. Mit dem Druck auf der Nase komme ich auch gut zurecht, weil durch das ständige Wechseln der Masken verändert sich immer wieder der Druckpunkt. Die zweite Hälfte des Experiments startete leider nicht gut. In der dritten Woche fielen mir die negativen Seiten viel stärker auf und ich hatte keine Lust mehr. Meine Haut unter der Maske ist deutlich schlechter geworden. Sie war sehr fettig und es kam vermehrt zu Pickel um den Mundbereich herum. Ich war wirklich froh, wenn ich morgens unter die Dusche konnte und abends mein Gesicht waschen. Es wurde sehr, sehr nervig mit der Maske. Dieses Hin und Her zwischen den Ohren und Helpier wurde anstrengend. Außerdem wurde ich ständig beim Spazierengehen angestarrt. Zugegeben ist es auch etwas ungewöhnlich, jemanden allein mit einer Maske spazieren gehen zu sehen oder alleine mit einer Maske im Auto zu fahren. Beim Laufen im Regen in einer FFP2-Maske ist mir aufgefallen, dass der Regen den Mund- und Nasenschutz etwas verstopft und es dadurch viel schwieriger wird zu atmen. Aber ich habe in dieser Woche allgemein nicht viele Kilometer geschafft, weil mir die Atmung generell etwas schwerer fiel. Beim Schlafen hatte ich allerdings keine Probleme mehr. Die letzte Woche hatte es nochmal in sich. Meine Haut wurde immer schlimmer und schlimmer. Das Atmen beim Joggen wurde immer schwieriger und schwieriger. Die Blicke von anderen Menschen beim Spazierengehen wurden immer nerviger und nerviger. Meine Nachbarn sahen mich ständig mit einer Maske zum Auto laufen oder fahren. Da sie nichts von meinem Experiment wussten, hatte ich das Gefühl, dass sie dachten, ich hätte Corona und würde trotzdem rausgehen. Alles in allem habe ich mich in dieser Woche besonders auf das Ende des Experiments gefreut. Vor allem, weil es zum Greifen nah war. 5, 4, 3, 2, 1. Das Experiment ist vorbei. Ich habe es tatsächlich geschafft, 30 Tage lang durchgehend eine Maske zu tragen, ohne größere Probleme zu bekommen. Beim Laufen hat sich mein VO2 Max-Wert durchgehend bei 42 ml pro Kilogramm pro Minute gehalten und hat sich nicht einmal verändert. Mein Blutsauerstoffgehalt war auch ständig im Normalbereich zwischen 90 und 99, wobei der Wert nach dem Aufstehen meistens niedriger war als im Laufe des Tages. Bei den Lungentests habe ich auch nur einen geringen Unterschied feststellen können. Der Luftballon hatte dabei ungefähr immer die gleiche Größe. Bei dem Kerzenauspustertest hatte sich zwar der Abstand deutlich um 40 cm verringert, aber das lag vor allem daran, dass beim ersten Auspusten die Kerze neu war und die Flamme dadurch noch nicht so groß war, wie sie bei den weiteren Tests wurde. Da hätte ich die Kerze beim ersten Mal etwas ausbrennen lassen sollen, damit dieser Test korrekter wäre. Beim Wassertanktest wurde es schon etwas interessanter. Tatsächlich habe ich immer weniger Wasser in den Flaschen leeren können. Es war aber auch immer sehr anstrengend gewesen und ich hatte das Gefühl, gleich sterben zu müssen. Eine Woche nach dem Ende des Experiments habe ich die Lungentests nochmal durchgeführt und konnte mich wieder verbessern. Sowohl beim Abstand mit der Kerze als auch beim Wassertanktest, wo ich wieder ganze 4 Flaschen schaffte. Man kann also sagen, dass das ständige Masketragen schon eine kleine Auswirkung auf meine Lungen gehabt hatte. Am letzten Tag nach dem Absetzen der Maske war es noch den ganzen Tag lang ungewohnt für mich gewesen. Ich habe mich nackt im Gesicht gefühlt und die Luft, die man ohne Maske einatmet, ist auch deutlich kühler als die Luft, die man mit Maske einatmet. Und das merkt man.
Spätestens am nächsten Tag habe ich die Masken allerdings überhaupt nicht mehr vermisst und es war so, als hätte es dieses Experiment nie gegeben. Ich erwische mich aber immer noch ab und zu dabei, wie ich nach dem Einkaufen zum Beispiel die Maske nicht direkt ausziehe, sondern sie auflasse und damit nach Hause fahre, weil ich glaube, dass ich immer noch mitten in meinem Experiment bin. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel konnte ich niemals schlechten Atem riechen. Ich habe zwar vorbildlich meine Zähne zweimal täglich geputzt, aber ich hätte gedacht, das würde zu einem größeren Problem werden. Außerdem haben sich ständig größere Casülas in meiner Nase angesammelt. Besonders nach dem Aufstehen war die Nase voll davon. Was Casülas sind, fragt ihr euch jetzt? Nun ja, Casüla heißt Popel auf Russisch und ja, mein Channelname kommt genau daher. Welche Auswirkungen hatte das Experiment nun auf meine Haut, meine Psyche und mein allgemeines Wohlbefinden gehabt? Meine Haut fing ab der 2. Woche an, sich deutlich zu verschlechtern und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Aber eine Woche nach dem Ende des Experiments wurde es wieder besser. Meine Psyche konnte das Experiment nichts anhaben, hoffe ich, und das allgemeine Wohlbefinden war die ersten 5 Tage nicht so gut, weil es etwas gedauert hat, sich an das Experiment zu gewöhnen. Danach die Woche war alles in Ordnung gewesen, so als würde ich schon mein ganzes Leben lang mit einer Maske laufen. Und die 3. und 4. Woche wurde dann wieder schwierig für mich, aber es war nicht allzu schlimm. Abschließend kann ich sagen, dass es für mich ohne größere Probleme möglich war, eine Maske 30 Tage lang dauerhaft zu tragen und auch in ihr zu schlafen. Euch würde ich das Experiment allerdings nicht empfehlen, da jeder Körper anders ist und auch anders auf solche Experimente reagiert. Vielen Dank für das Zuschauen. Ich habe noch viele weitere solche Experimente geplant und ihr werdet mir einen riesen Gefallen damit machen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar da lasst und meinen Kanal abonniert. Ich bin Casüla, das war mein Corona-Haarschnitt. Haut rein!